Internet auf Reisen bzw. beim Camping. Das ist nichts Neues, habe ich auch schon mal darüber berichtet, aber es gibt natürlich immer wieder neue Dinge, andere Dinge. Darüber möchte ich informieren. Herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt ja inzwischen die Möglichkeit, über Satellit eine Internetverbindung herzustellen. Darüber möchte ich in diesem Video berichten. Aber auch hier habe ich jemanden getroffen, der berichtet über eine preiswerte Geschichte beim Mobilfunk. Eins noch im Vorweg, ich möchte hier nichts verkaufen, es ist auch nichts gesponsert hier. Ich möchte nur informieren, welche Möglichkeiten es gibt. Fangen wir mal mit der Geschichte Mobilfunk an. Da habe ich einen Camper kennengelernt, der zu dem Thema einiges sagen kann und ich finde auch ein interessantes Angebot hat. Ja, ich habe mal wieder jemanden getroffen, den ich schon kannte. Man trifft sich in Spanien zufälligerweise. Das ist der Guido aus der Nähe von Köln. Ist das richtig? Aus Köln. Aus Köln. Aus Richtig. Köln. Hallo Guido. Hallo Hartmut. Du bist, oder ihr, muss ich sagen, mit deiner Frau bist du hier auf der Spanienreise. Ja. Und ja, du bist kein Rentner. Nee, leider nicht. Nee. Doch nicht. Und ja, und machst eine Reise jetzt nach Spanien. Was für einen Zeitraum hast du da für dich? Ja, ist jetzt also dieses, ich sage jetzt mal 23, 24 ist jetzt ein besonderes Jahr, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt mal im Prinzip den Urlaub in den Winter verlegt. Ja. Wir sind am ersten Weihnachtstag gestartet. Ja. Und haben vor, bis zum 20. Januar in Spanien zu sein, also beziehungsweise wieder zurück zu sein aus Spanien. Das heißt also, es sind gute 3 Wochen, die Ja. du unterwegs bist, Ja. und da fährst du noch einige Kilometer dann. Ja, also wir haben gesagt, okay, jetzt versuchen wir es auch mal. Ne? Ich sag jetzt mal, wie alle anderen, die Überwinterer, bis nach Mazarrón runterzukommen, um mal zu gucken, wie es wirklich hier so ist. Man sieht es bei YouTube auf den Videos und sowas, wie toll das alles ist, wie das Wetter, wie toll das ist und so. Und das wollten wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und ja, Hast wir du sind nicht enttäuscht worden bis jetzt. Nein, hast du Plätze reserviert? Ehrlicherweise, nö. Also ich glaube 2 Stück nur. Ja. Wir haben jetzt noch mal, wir fahren am Montag weiter nach Roquetas de Mar. Ich weiß es. Du hast es mir vorher schon erzählt. Genau, ja, ich vergesse das jedes Mal. Da bleiben wir noch mal 2 Tage. So, das sind noch mal, glaube ich, 170 Kilometer weiter. So, und dann machen wir uns ganz langsam auf den Weg wieder nach Hause und Step by Step bis wir zum 20. zu Hause sind. Ja. Jetzt kann man auf deinem T-Shirt schon erkennen, du hast was mit Mobilfunk zu tun, Mobilfunktelefonen zu tun. Ich sehe da O2 drauf. Und Ja. so haben wir uns, das darf ich sagen, kennengelernt. Ja, Du hast mich mal gut informiert über ein Datenvolumen. Und ja, erzähl mal, was du so beruflich machst. okay, ich mache seit 23 Jahren Mobilfunk in Köln. Und habe halt, also es gibt eine Aktion, die halt für Camper sehr interessant ist. Wie auch für dich damals, als ich dich angeschrieben habe und mit dir darüber gesprochen habe. Eine Aktion seitens von O2, wo man halt eben einen Tarif bekommt, der normalerweise 48 € kostet, für 24. Dieser Tarif, da ist drin eine Ornet-Flat zum Telefonieren, eine SMS-Flat, eine EU-Flat, sehr wichtig, und 140 Gigabyte. Heißt, der Camper, ne, weil ich verkaufe den Tarif gerne für Camper, warum? Weil der für Camper perfekt ist. Diese 140 GB hat man komplett im EU-Ausland und in Deutschland. Und voll. Also das wird nicht abgespeckt oder sowas. Dann kann man halt sagen, okay, man hat einmal den Tarif zum Telefonieren und fürs Internet. Und man kann noch eine zweite Karte, kostet nichts, mit dazu buchen, wo man halt den in den Router reinsteckt im Wohnmobil und nur versorgt damit auch das Wohnmobil mit WLAN. Und das ist halt eben alles in dem Preis mit drin und das ist sehr, sehr günstig. Und von daher habe ich dich damals halt angeschrieben und du hast gesagt, Guido, das möchte ich haben. Und ich denke mal, du bist auch zufrieden damit, oder? Genau so ist es, und deswegen würde ich das gerne so hier weitergeben. Ja. Und ich darf vielleicht deine Handynummer oder Darfst deine du machen. E-Mail-Adresse hier einblenden. Wer sich denn dafür interessiert, das kann man alles jetzt in 3 Sätzen nicht erklären, Nein, wie um das Gottes genau Willen. ist.
das würdest du dann entsprechend beraten, der Interesse hat an der ganzen Geschichte. Ja, sehr, sehr gerne mache ich das. Handynummer und Ladennummer kannst du angeben, das ist gar kein Problem, gebe ich dir alles. Wichtig ist mir nur, ich weiß, dass du halt eben sehr, sehr viele Zuschauer hast. Ich bitte darum, ja, wirklich, weil ich habe schon erlebt, ich bitte darum, versucht es mich ein paar Mal anzurufen, weil es wird sehr, sehr viele Leute rufen mich an und ich komme dann nicht hinterher. Und wenn ich dann halt einmal nicht zurückrufe oder ich besetzt ist oder was auch immer, bitte versucht es dann nochmal, weil ich es halt sonst nicht schaffe. Weil ich mache es alleine, darum geht's. Okay. Ja, dann danke ich dir für deine Ausführungen, Guido. Ja. Ich wünsche dir noch weiterhin eine gute Reise und Ja, komm dann auch gut wieder nach Hause. Wir werden uns irgendwo bestimmt wieder treffen. Definitiv. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Wer nur kurz nach Spanien fährt, vielleicht einmal im Jahr 4 Wochen, für den eignet sich gut eine Prepaid-Karte. Dazu gibt es Informationen auf der Seite von Vomo Iberico, der das ausführlich beschrieben. Und man kriegt dann für 20 € ca. 100 Gigabyte. Die Nutzung des Internets ist ja ganz unterschiedlich bei den Campern. Wir brauchen nun etwas mehr und haben insgesamt mehr als 200 Gigabyte Datenvolumen. Ich bin bei Vodafone, Rita ist bei O2, was der Guido gerade erzählt hat. Damit sind wir auch zufrieden. Wir haben also 140 Gigabyte oder beziehungsweise Rita hat 140 Gigabyte bei O2. Jetzt gibt es ja Camper, die ein schnelles Internet brauchen und auch ein großes Datenvolumen, weil sie zum Beispiel ein Homeoffice machen, weil sie streamen wollen, sprich Fernsehen schauen. Und es gibt auch noch andere Dinge, warum man schnelles und gutes Internet braucht. Ich habe hier auf dem Campingplatz Mike kennengelernt. Er hat sich in Deutschland eine Starlink-Anlage gekauft, also Satelliteninternet, und baut das hier das erste Mal auf. Und wir dürfen mit der Kamera oder ich darf mit der Kamera dabei sein. Und noch dabei sind 2 weitere Freunde, und zwar Horst und Charlie. Wir alle interessieren uns dafür und da schauen wir mal, was wir da so hier erfahren. Ich habe das einfach mitgeschnitten hier, während er das erzählt hat. Wir sind alles keine Fachleute. Mike hat sich mit dem Thema beschäftigt und möchte uns zeigen, wie relativ einfach es ist, diese Anlage aufzubauen. Ja, der lässt sich verschrauben. So, Kannst 4 Schrauben ransetzen. also richtig verschrauben. Und das ist die Schüssel. Ja, das ist doch nichts. Das ist gar nichts. Ist auch vom Gewicht her erträglich. Ich weiß nicht, 12 Kilo oder so. Und hier ist Verlängerungskabel. Und dann steckt man das Ganze Da rein. so da rein. Ohne jetzt auszurichten. Einfach so jetzt. Erstmal nur so. Ja. Ganz genau. So, und das ist jetzt erstmal soweit alles. Jetzt muss das Kabel verlegt werden. Auch nochmal unterschiedliche Ja, und das ist ja Verbräuche mehr haben, Strom ne? drin. Ne? Das ist der Router, der zur Anlage gehört. Das ist jetzt mal so ein bisschen. ganz simpel. Hinten glattes, einfaches, schönes Design, finde ich. Darf ich noch Ja. Nicht so speziell. Da unten unten Und sind hier die unten, Anschlüsse. das ist einmal von der Antenne und das ist Strom. Ja. 220 Volt, die brauchen wir. Also da kannst du auch mehrere Geräte rangehen. Das heißt, er ist nicht klar. irgendwo beschränkt. Nee, Du kannst mit jedem Gerät Wie WLAN, ich Handy- glaube 250 können das Theoretisch. richtig. theoretisch. Ja, ja. Jeder, der Zugang hat, den kann ich jetzt reinlassen. So sieht's aus. Jetzt ist erstmal Strom drauf. Und jetzt muss ich sie aktivieren. Wenn sie sich nicht selbst aktiviert sogar. Und dazu hast du eine App oder wie geht das? Ja. Da gibt es Starlink-App. Da bin ich dann registriert. Das musst du alles vorher machen. Das ist wohl. Und jetzt hast du 100 Megabit pro Sekunde Das Durchsatz. werden wir gleich mal sehen. Also jetzt stört wahrscheinlich jetzt hier die Palme, deswegen stellen wir es gleich auch noch mal woanders hin. Die du sucht hier? sich die Satelliten, sind mehrere oben. Richtig. Und die sucht sich immer die besten Auch Satelliten. richtig. Aber die Satelliten sind alle im Orbit. Das heißt, in einer Schnur. Ja. Nicht im Norden. Das geht nicht. Nein. Die laufen jetzt hier, Kreuzknobel, die verbinden Ja. sich mit anderen Knotenpunkten. Richtig. Das Also, machen die. was man da hat. Oh ja, jetzt geht er, legt er los. Ja. Guckt er erstmal nach oben. Ja, Die- jetzt ist das wie ein Dings. Hier, wie heißt das schnell? Wie dein Navi. Der sich ja auch. Ja, GPS, sozusagen, ne? Und dann Genau. weiß er jetzt, wo er ist gleich. So, jetzt kann ich erstmal
Hier sehe ich jetzt erstmal auf Hindernisse prüfen. Vielleicht das mal ganz interessant in der App. Ja. Und da kann ich jetzt auf Hindernisse prüfen und dann halte ich es oben in die Luft, Ja. um zu sehen, wo Hindernisse sind. Aha. Und das suche ich hier das entsprechende Gerät aus. Das ist hier Standard. Ja. Und hohe Leistung, das ist dann nochmal speziell. Und hier ist jetzt Standard. Und jetzt sage ich bestätigen. Und jetzt finde einen offenen Bereich hier und scanne den Himmel. Ich bin bereit. Aha. So, und jetzt gehe ich hoch. Und Aha. jetzt guck mal. Siehst du so mehrere Oh ja, ja, ja. Satelliten? Wo es die am sich- besten ist. Ja. Genau. Ah ja. Da sieht man auch schon, dass das Wohnmobil ein bisschen im Weg ist. Ausschattet, ja. Also musst du das jedes Mal vorher machen? Damit kann ich zumindest bestimmen, ob ich die Antenne woanders hinstelle oder Ach so, nicht. obwohl der Wie Empfang... wie viel Satelliten musst du haben oder wann sagt er, ist okay? Naja, ich habe jetzt gerade 93%. Ja, das ist doch gut, ne? Oder? Ergebnis anzeigen. So, und das Anzeigen des Ergebnisses bei 95%. Und hier sieht man so einen roten Bereich. Ja. Der ist halt abgeschattet und das liegt wahrscheinlich hier ein Stück weit an der Palme und ein Stück weit hier in dem schrägen Winkel von der Seite vom Wohnmobil. Ja. Und das kannst du sagen, reicht mir trotzdem Ja. oder ich will es noch optimierter Ja. stehen haben. Ne? So, das könnte man jetzt hier nochmal erneut machen, wollen wir jetzt aber nicht, können es ja später nochmal wegsetzen. Starlink kommuniziert mit den Satelliten, um eigene Ausrichtung zu ermitteln. Ja. Die Antenne schickt jetzt rauf zu den Satelliten. Hier stehe ich und welcher Satellit ist für mich jetzt der beste? Okay, das sind verschiedene. Es sind mehrere. Also Starlink, wenn du das schon mal gesehen hast, dann denkst du, das sind UFOs, die am nachtklaren Himmel siehst du dann auf 500 Kilometer ungefähr in der Höhe sind die, dann siehst du sie wie an der Schnur gezogen, Ja. die Starlink vom Elon Musk, diese Satelliten. Also, Und die ziehen dann halt, Europa ist ja fast vollständig abgedeckt aufgrund dieser Thematik. Und das Ganze in Deutsch. Und das Ganze ist in jetzt Deutsch. sucht er. Jetzt hat er wohl einen oder mehrere entdeckt. Den besten sozusagen. So, Also jetzt- genau. Und das war's. Und dann ist da im Norden, dann sind das keine Satelliten, die kontinuierlich an einer Stelle stehen, sondern die wandern, die Satelliten. Absolut. Und dann kann sein, dass er gleich in einer Stunde nochmal macht ein bisschen nach. Soweit war ich noch nicht, aber ich kann es mir gut Dann vorstellen. müsste denn ja sein, ne? Kann es mir gut vorstellen. Und nochmal, weil es das Ganze ja gibt für einen statischen Einbau, dann ist die flach. Dann hat die nur ganz minimale Bewegungen. Und wenn du dann fährst, dass diese dann halt eine breitere Streuung hat. Ja? Natürlich erstmal oben auf dem Dach. Du hast selten mit irgendwelchen Hindernissen zu tun. Und da bewegt die sich in einem ganz kleinen Bereich nur, ne? Weil die hat ja dann nicht die Möglichkeit, halt groß auf dem Dach rumzuorgeln. Ja, und jetzt könnte ich schon direkt mal einen Geschwindigkeitstest machen. Ja, mach. Interessiert Sehr gut. euch das? Ja? Ja. Ja, klar. So, jetzt habe ich hier Statistik, Netzwerk, Hindernisse, Geschwindigkeitstest. Und jetzt gehe ich mal auf Erweiterten sofort. Jetzt habe ich einmal die Möglichkeit von der Antenne zum Router zu messen und vom Router zum Telefon. Das ist jetzt momentan das einzige Netz, was ich jetzt hier verbunden habe mit. Und anschließend misst er auch vom Telefon wieder zurück zum Router und Upload. Uploads. Genau. Ja, das Der wäre ist das Interessante. in der Regel nicht zu hoch. Aber jetzt wollen wir mal gucken. Also jetzt kommen gerade 350 Mbit rein. Und das ist Download. ganz gut. Von der Antenne zum Router. Und Upload, sagt er uns gerade, 53 Megabit Upload. 59, 48 Mbit, 50. So, und jetzt kommt schon das Handy. Vom Router zum Handy habe ich jetzt gerade 260 Mbit. 250. Und Upload
vom Handy zum Router. 320, 350. Verbunden. Genau. Das ist hier immer noch ein bisschen langsamer als jetzt bei einer Kabelverbindung. Hier haben wir jetzt gerade 49 Mbit. Das ist viel. Ist viel. Ja, 50 glaube ich. Also wenn du 5G hast, hast du natürlich auch 100. Ja, das ist keine Frage. Ja, aber 50 ist schon sehr gut. Aber das sind jetzt hier 49 Mbit Upload. Das ist gut. Das Einzige, was man jetzt hier nochmal einschränkend sagen muss, es ist, so habe ich es gelesen, es ist für Spieler, Gamer sozusagen, weil die Ping-Zahl sehr hoch ist. Also die Gamer brauchen wohl Pings unter 10. Ja. Ne? Ja. Und die Ping-Zahlen sind hier dann doch deutlich höher. Ich will mal gucken, ob ich da auch nochmal einen Hinweis drauf kriege. 44 Millisekunden ist die Ping-Zahl. Die ist für Gamer sozusagen zu langsam, ne? Wenn die jetzt online spielen sollten. Aber hier habe ich auf jeden Fall vom Handy zum Router, sagt er mir jetzt gerade, 222 Mbit Download, 27 Mbit Upload. Immer noch viel. Reicht aus. Top. Und das ist für mich völlig unabhängig. Und damit, wenn ich Antenne habe, ist gut. Wenn ich keine habe, stelle ich das Ding auf und ich brauche es. Dann bin ich hier in 10 Minuten fertig mit der Aufstellung, habe mein stabiles Netz und kann arbeiten und anschließend wieder einräumen. Und das funktioniert jetzt schon so. Das war alles zur Einrichtung. Das war alles. Du könntest jetzt so loslegen. Kannst jetzt surfen. Ja. Ja. Aber wenn du jetzt auf YouTube gehen würdest, wenn du jetzt auf YouTube gehen gucken wir würdest. mal auf YouTube. Und machst dann ein Video auf, irgendwo etwas auf. So, da rufen wir auch das Richtige auf. Harko, Hartmut. Ja, da oben. So, und da ist auch Horst. Lisa und Horst. Ja, sieht gut aus. Irgendwoher kenne ich die Musik. Ich glaube auch, ne? Ja. Ja, so schnell kann es dann gehen und Ja. gestochen scharfes Bild, Ja, nee, alles gut. so wie es sein muss. Ja. Und dieses Angebot? Mike hat das Ganze im Sonderangebot gekauft für 299, also die Hardware. Kostet jetzt aktuell aber 450 €. Die monatlichen Gebühren betragen 59 €. Hat Und 59 pro Monat, wenn du es dann nutzt. Ja. Ne? Also 99. Nee, 59. 59er, das ist doch schon interessant. Genau. Und kannst du das monatlich dann kündigen? Ja. Das heißt, ich möchte jetzt 3 Monate in Spanien bleiben, nutze das und danach fahre ich nach Hause, da habe ich zu Oder Hause da was steht in anderes. der Ecke, weil ich da sowieso meinen Festnetzanschluss habe. Absolut, genau so ist es. Und die Anschaffung der Hardware hast du aktuell 299 bezahlt. Genau. Ja. 299 für die Antenne. Ja. Und ich habe nochmal, nee, Router ist dabei. Ja, ja, und inklusive meine ich jetzt. Inklusive Ich hab mich falsch Router. ausgedrückt. Das Einzige, was ich jetzt hier, weil ich das nochmal prüfen will, ob es dann mit meinem Netz kompatibel ist diese diesen Ethernet-Adapter. Den habe ich da hinten, Ja. wo dann nochmal ein LAN-Kabel reinkommt. Ja? Also Das du möchtest, um das auch nochmal zu verdeutlichen, du möchtest den Router, der dabei ist, mit einem LAN-Kabel an deinen anderen bestehenden Router im Mobil verbinden. Genau. Ja. Das ist ohne weiteres möglich. Musst du da mit der App viel einrichten oder die kann man sich wahrscheinlich kostenlos runterladen? Genau, richtig. Ein Passwort vergeben. Passwort vergeben für das WLAN-Netz Ja. und dann halt sich in das WLAN-Netz einwählen. Ja, der erzeugt natürlich selber Erzeugt ein eigenes mit WLAN. dem Router, ja. Ganz genau, das habe ich jetzt bezeichnet hier bei mir mit meinem Namen und halt nochmal einen Zusatz, Ja. so dass du es dann auch sofort wiederfindest, wenn er jetzt von Haus aus ist, direkt eingegeben Starlink. Mal überlegt, das statisch an einer Stelle oben festzumachen. Bist du aber jetzt zum Beispiel, da hast du die Palme und genau dahin hast du die Befestigungspunkte. Ja, und dann bist du im Eimer. Ne? Bist Jetzt im Eimer. hat er alle Möglichkeiten. Also da vorne hast du ein bisschen nicht im Eimer, also könntest du dann da 2 vorne Zapfen hinstellen. anbringen. Ne? Du könntest auch 2 Zapfen anbringen. Es gibt, also ich glaube, die Variante wäre für mich aktuell, Mit Saugnapf. nee, Saugnapf wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn man es oben auf dem Dach hat. Ansonsten hier ein Stativ auf 2 Meter, oben Adapterstück, das gibt es auch dafür.
das dann oben drauf steckst, dann steht das. Du machst du links unten rundherum Schrauben fest. Diebstahlsicherung insofern, das kann zwar jeder klauen, aber keiner nutzen. So wie ich es gelesen habe. Und es ist auch noch mit einer GPS-Funktion ausgestattet. Das heißt, wenn es einer nutzt, würde es gemerkt werden. Ja? Ob das jetzt schon irgendeiner mal diese Erfahrung sammeln musste, weiß ich nicht. Jedenfalls hört sich das für mich wie so eine GPS-Unterstützung, dass du dann auch eine Möglichkeit hast, oder zumindest der Dieb, der Entwender, dann keine Möglichkeit hat, jedenfalls das großartig oder lange zu nutzen. Wenn er es überhaupt nutzen kann. Weil er muss nämlich eigentlich hierfür speziell das Passwort haben. Ja. In der anderen Geschichte, kriegst du auch eine Festnetznummer, kannst du da Festnetz drüber machen. Das heißt, wie zu Hause ein Telefon mit Vorwahl und so weiter, gibt es ja bei anderen Anbietern. Also hier wäre es jetzt, dann würde ich sagen, so wie ich es gerade gesagt habe, wenn ich jetzt eine Fritzbox habe, die jetzt da anschließe, und darüber dann halt DECT-Handys, Mobilhandys nutzen würde, da kannst du ja da auch anschließen. Ja, das geht ja sowieso. Dann wird's ja sowieso. Ich meinte jetzt als Festnetznummer, so gibt es ja welche, die bieten das so. Aber die haben noch ein anderes System, was ich jetzt sagte. Also hier ist jetzt keine Telefonnummer dabei oder irgendeine SIM-Karte, das brauchst du alles nicht. Nee, das und von daher nur, um jetzt ein Heimnetz aufzubauen zu Hause, das würde gehen, wenn du jetzt da wieder mit der Fritzbox arbeitest. Wie wir zu Hause, also ob der DSL-Anschluss jetzt in die Fritzbox geht oder hier die Antenne direkt in die Fritzbox geht und von da aus dann halt entsprechend ein Heimtelefoniewerk aufgebaut oder ein Netzwerk aufgebaut wird. Und du hast jetzt einen Durchsatz, sagen wir mal, von 100 Megabit pro Sekunde über den Daumen. Was wurde dir garantiert, sagen wir mal so? Ja, also man hört von 100, das ist durchschnittlich, was viele dann über mehrere... 250 hier. Wir hatten jetzt gerade 250, haben nicht optimale Ausrichtung, weil die Palme oben drüber ist und hier der Strahlwinkel, das Wohnmobil dann auch noch da ist. Also man könnte es gleich spaßhalber nochmal woanders, aber das ist ja eigentlich schon optimal, mehr braucht man nicht. Du hast 120 GB und dann ist Schluss. Nein, ich habe es gelesen, dass hier auch eine Begrenzung drin sein soll. Ach so. Ein Bekannter, der einen großen Durchsatz gehabt hat, weiß ich, auf Sardinien, der hatte 0 Probleme, keine Begrenzung, der hat viel Daten hin und her schieben müssen, weil er mit der Firma und auf dem Server gearbeitet hat. Ich habe es aber gelesen, ich finde es jetzt nicht ad hoc, weil das normal nicht sein soll. Wo das da drin stand. Theoretisch macht es Sinn, dass man das begrenzt. Ja? Aber ich glaube, da steht im Moment nur, und ich habe es jetzt auch noch nicht gehört, dass irgendeiner das ausgenutzt hat. Hast du monatsweise, geht er am 1., so wie bei der Telekom, oder 4 Wochen mäßig? 4 Wochen. Ich habe am 25. Dezember habe ich es bekommen. Ich hatte es dann noch nicht angeschlossen, hatte jetzt dann die erste Aktivierung, läuft automatisch ab 25. Januar und läuft jetzt bis zum 25. Februar. Ja, also wenn ich nicht kündige. Wenn ich kündige, bleibt es am 25. ist dann Stopp und habe erstmal Ruhe und brauche auch keine 59 € mehr bezahlen. Für den nächsten Monat kündige ich es nicht und nutze es weiter auch im Februar. Ende Februar weiter und auch in den März rein, dann zahle ich halt nochmal 59 €. Ja, ist auch legitim. Ja. Ist völlig legitim. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Frage. Ja. Jetzt kommst du nach Hause, hast du zu Hause einen Anbieter, EWE oder was auch gerade. Und jetzt bin ich ja 6 Monate hier in Spanien. Ich zahle ja da weiter. Ich kann nicht sagen, da ist das monatsweise, sondern ich muss da entweder kündigen oder ich muss die Monate durchzahlen. Theoretisch machst du zu Hause einen Break, machst dir das Ding hin, zahlst entweder durch die 59 € und nimmst es dann mit zu dem Platz, wo du bist. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist ein Rechenexempel. Ne? Rechenexempel. Zu Hause bist du auch, ich sag mal, wenn du jetzt kein DSL hast, also ich habe jetzt zu Hause habe ich 5G, normalerweise könnte ich da ein Netz aufbauen und damit hätte ich auch genug. Kommt immer darauf an, wie deine eigenen Wünsche sind, was du zu Hause hast, ob du LAN-Verbindung haben musst oder WLAN-Verbindung. Ich habe zu Hause eine 100er Leitung, habe natürlich auch die Telefonnummer, die ich ja nicht brauche, weil wir ja nur noch über Handy telefonieren. Ja. Aber dann könnte ich zu Hause meine 49,90 € abmelden
Und wenn ich zu Hause bin ich ja zu Hause, stelle ich das Ding zu Hause hin und mache meinen ganzen WLAN-Verkehr über diesen Apparat mit wie viel Gigabyte? Ja, 120 sagst du jetzt im Netz. Also wie gesagt, Gigabyte zu Hause, glaube ich, ist nicht begrenzt. Okay. Wenn du diesen statischen hast, wenn du diesen Reiserouter, aber bitte, Was kostet der im Monat, weißt du das so? Der liegt jetzt aktuell auch beim gleichen Preis, oder no, 50 dann ist das Euro. ja uninteressant. Ja, das waren jetzt, im Dezember haben sie noch reingeschrieben, 100 Euro pro Monat für diese Reiseantenne und 59 Euro fest. Aktuell, und da hat mich Hartmut drauf gebracht, dass sie was geändert haben, und ich habe es auch gestern gelesen. 59 Euro haben sie mir auch abgebucht, tatsächlich. 59 Euro für die Erstaktivierung und auch für die Folgeaktivierung. Ja, die Hardware ist jetzt dein Eigentum, die musst du nicht nachher wieder hinschicken. Nein. Oder wenn du jetzt Kannst du auch mieten übrigens, habe ich gelesen. Ja, aber das lässt sich ja nicht rechnen. Für 10 erst Euro. vielleicht, viele, ich weiß von einem anderen Anbieter, der sagt jetzt 3 Monate kostenlos, damit du das testest, die ganze Geschichte. Ist ja auch eine Maßnahme. So, nun wollen wir mal schauen, dass wir einmal Starlink wieder verpackungsfähig machen. Das müsste Einstellung. Aber dass sie so einen riesen Router haben. Da gehe ich jetzt auf Starlink und sage Starlink in Schutzstellung verstauben. Und das war's schon. Und mehr macht er gar nicht. Nö. Und der Stiel, der guckt da so komisch schräg dann raus. Ich dachte, dass er sich so ganz einfaltet. Nee, also ganz macht er dann nicht. Ja? Hier ist Nee, ein Ende, außer bei den Festen, die ja dann oben fest montiert sind. Da ist das Ding, da ist auch eine Heizung drin im Übrigen. Oh, das ist gut. Also wenn es schneien sollte, kannst du hier einstellen, entweder auf Automatik oder nur manuell, wenn du es selber einschalten willst, dass die den Schnee wegtaut, weil wenn Schnee drauf ist, hast du keine Satellitenempfänge mehr, ja, oder Empfang mehr. Und insofern ist das eine automatische Heizung drin, die dann den Schnee schmelzt. Das waren jetzt einige Informationen zum Thema Internet über Satellit, in diesem Fall über das Fabrikat Starlink. Das wird für die meisten Camper nicht in Frage kommen, das Ganze, weil sie mit ihrem Datenvolumen von ihrem Mobilvertrag voll und ganz auskommen. Aber es gibt natürlich auch andere, die online arbeiten und große Datenmengen verschieben müssen. Oder so wie bei mir, wenn ich meine Videos hochlade, ich brauche zwischen 10 und 20 Gigabyte pro Video. Also das ist auch schon eine gewisse Datenmenge, die ich dann verbrauche. Ich finde immer, man muss sowas mal gesehen haben und gehört haben. Dann kann man auch einschätzen, brauche ich sowas oder brauche ich sowas nicht. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.